Hallo meine Freunde, hola Madridistas, die Saison des Grauens ist vorbei und ich muss ganz ehrlich sagen, die neue Woche hätte für mich kaum schlechter starten können. Mein Sohn ist krank, meine Frau ist krank, wir haben Handwerker im Haus, die 2 Stunden Wände geschliffen haben, ich habe also so einen Kopf. Dann haben die Handwerker dem Postboten die Tür aufgemacht und mein Hund ist abgehauen. Als wenn das alles nicht schon schlimm genug wäre, hat mir mein Übersetzungsprogramm nicht mehr erlaubt, mein Abonnement zu verlängern. Sie sagen, ich hätte die letzten 3 Monate mein Abonnement nicht bezahlt. Wobei ich jeden Monat das Abonnement neu mache mit PayPal. Das heißt, wenn ich nicht bezahlen würde, hätte ich gar kein Abonnement. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und trotz alledem sitze ich hier und habe ein interessantes Video über Neuigkeiten bei Real Madrid. Unter anderem, ihr habt es im Thumbnail wahrscheinlich gelesen, Bastoni hat Real Madrid zugesagt. Bastoni hat José Mourinho zugesagt. Das behauptet Miguel Serrano und der hat an sich gute Quellen. Dazu ist es offiziell, es wird Präsidentschaftswahlen bei Real Madrid geben. Das Wahlkomitee hat es nun offiziell gemacht. Es hat die Kandidatur von Enrique Riquelme genehmigt. Er hat dazu auch ein Interview gegeben. Dazu kommen wir allerdings morgen. Heute unterhalten wir uns über viele andere Themen, auch über die A-Jugend von Real Madrid, denn die hat Geschichte geschrieben. Ja, starten wir doch dieses Video mit sehr schönen Neuigkeiten. Ich habe gestern in meinem Video schon ein bisschen die Ausschnitte gezeigt, schon ein bisschen die Tore gezeigt etc. Es ist das passiert, was ihr alle ahnen konntet. Real Madrid, die A-Jugend von Real Madrid, hat gestern die Copa de Campeones gewonnen. Das ist diese Meisterschaft, wo die regionalen Meister gegeneinander spielen. Und Real Madrid hat im Finale gegen den FC Barcelona mit 4:1 gewonnen. Das bedeutet, die Jugend von Real Madrid hat Geschichte geschrieben. Sie haben ein Triple gewonnen. Denn wir wissen alle, vor ein paar Monaten haben wir die Youth League gewonnen. Im Finale gegen Brügge im Elfmeterschießen Javi Navarro, unser Held. Dann sind sie Meister geworden in ihrer eigenen regionalen Liga mit 13 Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid. Und die Jugend war so frühzeitig Meister, dass die letzten 2-3 Spiele, die gar keinen Ernst mehr gemacht haben, sonst wären es noch mehr Punkte Abstand. Ja, und dann gestern das Finale, La Copa de Campeones, 4:1 gegen den FC Barcelona im Finale. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Alex Siria überlegens, was für ein Fußballer. Über rechts Gabri Baledo, dribbelstark, hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ja, aber wie so oft in Finalen gab es eine Schiedsrichterentscheidung, die für Diskussionen gesorgt hat. Und zwar hat ein Spieler vom FC Barcelona in der 46., 47. Minute eine gelb-rote Karte bekommen. Danach hat Real Madrid natürlich das ganze Ding aufgedreht, aber ich glaube, sie hätten auch ohne die rote Karte gewonnen. Die zweite Halbzeit war einfach überragend. Naja, wie dem auch sei, es war die gelb-rote Karte und ich zeige euch mal das Foul, das müsste da laufen. Also meiner Meinung nach, aber ich habe eine Madrid-Brille auf, ist mir klar, aber meiner Meinung nach sollte man da diskutieren, ob es rot ist und nicht, ob es gelb ist, aber naja, trotz alledem gibt es Barcelona-Fans, die sagen, das ist keine gelbe Karte. Für mich definitiv die zweite gelbe Karte mindestens. Also absolut verdient. Ja, im Endeffekt scheren wir uns da nicht drum. Das, und das muss mal gesagt werden, war bereits die 9. Copa de Campeones, die Meisterschaft der Meister, die A-Jugend von Real Madrid gewonnen hat. Mit Abstand erster in ganz Spanien, dahinter der FC Barcelona mit weniger als der Hälfte, nämlich mit 4 Titeln und darunter Atletico Madrid mit 3 Titeln. Für alle die immer behaupten, La Masia, mit Abstand die beste Jugend in Spanien. Leute, Zahlen lügen nicht. Die beste Jugendarbeit in Spanien hat Real Madrid. Ja, also ein Grund der Freude. Und wenn wir schon mal bei Freude oder guten Informationen sind rund um die Jugendarbeit von Real Madrid. Ich hatte euch gestern berichtet, Real Madrid Castilla hat es doch in die Aufstiegsplayoffs geschafft und
Thiago Pitarch, so wie es aussieht, wird Real Madrid Castilla helfen, in diesen Playoffs den Schritt vielleicht doch in die zweite spanische Liga zu schaffen. Das wäre der absolute Wahnsinn. Stellt euch mal vor, die Nachwuchsabteilung von Real Madrid, diese Jungs, die aus der A-Jugend kommen, könnten nächstes Jahr zweite Liga in Spanien spielen. Also das wäre für den Verein so toll, und auch ein Thiago Pitarch in absoluter Topform. Für mich im letzten Spiel gegen Bilbao einer der Spieler des Spiels, 2 Assists, vielleicht sein bestes Spiel, seit er bei Real Madrid war. Also der wird Real Madrid Castilla unter die Arme greifen, und ich drücke die Daumen, dass die Jungs es schaffen, in die zweite Liga aufzusteigen. Ja, kommen wir jetzt weg von der Jugendabteilung, kommen wir zu den Senioren. Ja, die spanische Liga ist vorbei. Ich blende euch die Tabelle ein. Der FC Barcelona ist mit 8 Punkten Vorsprung Meister auf Real Madrid geworden. Und ich muss genau das Gleiche sagen, was ich eben über die A-Jugend von Real Madrid gesagt habe. Seien wir mal ehrlich, wenn der FC Barcelona nicht schon frühzeitig Meister geworden wäre, wäre dieser Abstand noch größer geworden. Es war eine peinliche Saison. Es war eine Saison, die überschattet war von Kleinkriegen, von Trainerwechseln, von peinlichen Auftritten, von Schlägereien, von Streitereien. Und es gibt immer noch Leute, die glauben, das ist alles nicht wahr, das ist nicht passiert etc. Aber alleine die Szene, die ich euch jetzt einblende, nach dem Tor von dem Bellingham, schaut euch mal an, wem Mbappé da gratulieren geht und wem nicht. Ja, ich glaube, das sagt schon alles. Der gratuliert nicht mal dem Torschützen. Danach hat ein Mbappé noch irgendwie versucht, alles halbwegs zu regeln, indem der Arbeloa so umarmt hat. Aber ja, auch das Video könnt ihr euch anschauen. Ihr könnt mal einige Hausaufgaben vor der Brust. Und ein Grund dafür, dass Real Madrid diese Hausaufgaben noch nicht offiziell angehen kann, ist unter anderem Enrique Riquelme. Denn der Wahlausschuss erklärte die Kandidatur von Enrique Riquelme für gültig. Bei Real Madrid finden zum ersten Mal seit 20 Jahren Wahlen für den Präsidenten statt. Ja, gestern wurde es offiziell. Ja, ich habe mich ganz ehrlich verpokert. Bin der Meinung gewesen, der festen Überzeugung, er wollte nur mal so seinen Namen in den Topf schmeißen oder in den Hut, damit man ihn schon mal kennt für die nächsten Wahlen. Aber nein, der Mann hat Koch, ihr wisst, was ich meine, der stellt sich gegen Florentino Perez zur Wahl. Und ihr kennt meine Meinung, meine Stimme würde immer ein Florentino Perez bekommen, alleine dafür, was er für Real Madrid geleistet hat. Und trotzdem muss ich sagen, Enrique Riquelme hat mich überrascht. Er hat gestern ein Interview für den Marca gegeben, eine halbe Stunde ging das Interview. Ich arbeite da noch dran, mit Übersetzungen etc., die wichtigsten Punkte rauszuarbeiten. Einige interessante Punkte hat er gesagt zur Strategie, wie sein Real Madrid sein wird. Das können wir gerne morgen oder übermorgen in den nächsten Videos durchgehen. Aber das Wichtigste habt ihr schon mal gehört, Enrique Riquelme, es finden Präsidentschaftswahlen statt. Das ist auch der Grund, warum ein José Mourinho heute nicht als Trainer von Real Madrid vorgestellt wurde. So behaupten das einige Medien in Spanien, dass heute eigentlich der Tag sein sollte, der José Mourinho offiziell zum Real Madrid-Trainer ankündigt. Doch dadurch, dass Präsidentschaftswahlen stattfinden, kann das alles noch nicht offiziell gemacht werden. Es könnte ja in der Theorie passieren, dass Enrique Riquelme die Wahl gewinnt und er einen anderen Trainer mitbringt. Naja, wie dem auch sei, hinter den Kulissen arbeitet aber ein José Mourinho schon. Fangen wir da erstmal an mit der Information von Fabrizio Romano. Apropos Real Madrid, wir haben hier schon oft über die Verpflichtung von José Mourinho gesprochen. Aber die Fans von Real Madrid wollen wissen, wer der Sommerneuzugang sein wird, zumindest der erste. Ja, zuallererst müssen die Fans von Real Madrid etwas geduldiger sein als erwartet, denn der Mourinho-Deal ist absolut fertig. Aber jetzt, wo die Wahlen stattfinden, mit dem neuen Kandidaten wird es noch etwas dauern, bis Real Madrid offiziell mit den ersten Verpflichtungen, dem Trainer und allem anderen fortfahren kann. Das wird also der Ablauf sein, also habt Geduld. Ich kann Ihnen aber sagen, dass Real Madrid hinter den Kulissen bereits mit der Suche nach Verteidigern begonnen hat. Ich denke, der Fokus wird zumindest zu Beginn des Transferfensters, bevor entschieden wird, ob noch etwas fürs Mittelfeld oder mehr getan wird, aber der Fokus zu Beginn unter Mourinho als Trainer wird auf den Verteidigern liegen. Ich erwarte also, dass Real Madrid in diesen Positionen beschäftigt sein wird. Wir werden sehen, wer genau die Ziele sein werden, aber Real Madrid hat bereits begonnen, einige Anrufe wegen Verteidigern zu tätigen. Ich wäre ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn es diesen Sommer für Real Madrid mehr als nur einen werden würde, denn sie glauben wirklich, dass es dort Bewegung geben könnte. David Alaba verlässt den Verein, Dani Carvajal verlässt den Verein,
Was die Innenverteidiger betrifft, würde es mich nicht wundern, wenn Real Madrid auch Angebote für Aurelio Cencio in Betracht zieht. Also behalten Sie das im Auge, denn da könnte sich bald etwas tun. Die letzte Frage für heute. Wie sieht die Zukunft von Endrick aus? Zu Endrick gibt es viele Fragen, da er bei Lyon überzeugt hat und Real-Fans wollen wissen, wie es weitergeht. Er ist bei der WM dabei, nachdem Ancelotti ihn für Brasilien nominiert hat. Die Strategie von Endrick war also perfekt. Er ließ sich an Lyon ausleihen, spielte dort, hatte die Möglichkeit, zu Real Madrid zurückzukehren und an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Was jetzt als nächstes passiert, ist, dass Endrick bei Real Madrid bleibt, denn nach meinem Verständnis glauben die aktuelle Vereinsführung, das Management, sogar der Trainer, sogar José Mourinho und alle anderen, dass Endrick ein wichtiger Teil des Kaders für die nächste Saison sein kann. Endrick ist also mehr als begeistert, bei Real Madrid zu bleiben und eine weitere Chance im Verein zu bekommen. Endrick hat Olympique Lyon immer als eine sehr gute Möglichkeit für eine Leihe gesehen. Er liebt die Chance, die er dort hatte, aber gleichzeitig ist seine Zukunft Real Madrid. Ich denke also, er wird diese Saison definitiv eine weitere Chance bei Real Madrid bekommen und dann werden wir sehen, was passiert. Ja, ihr habt es also selber gehört. Ein Real Madrid arbeitet im Hintergrund schon daran. Das erste Ziel soll ein Innenverteidiger sein. Das ist die Position, wo Real Madrid händeringend neues Personal braucht. Ein Alaba geht, ein Rüdiger wird auch nicht mehr jünger, ein Asensio könnte Real Madrid auch verlassen, ein Hausen ist quasi der einzige Kandidat, auf den wir setzen können, Eder Militao, die nächste schwerwiegende Verletzung und da hat José Mourinho anscheinend den meisten Handlungsbedarf gesehen und so wie es sich anhört, möchte ein José Mourinho das relativ schnell klar haben, am liebsten noch vor der WM oder während der WM, damit er in den Saisonstart gehen kann, mit so vielen Abwehrleuten wie er kann, ja, weil er der Meinung ist, da muss Real Madrid am meisten arbeiten. Und im Laufe der ganzen Informationen in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, die Informationen waren so verrückt wie noch nie, lag unter anderem daran, dass die Kabine halt nun mal Maulwürfe hatte oder ein oder mehrere, die Informationen geleakt haben. Deshalb waren, wie gesagt, absolut verrückt. So etwas habe ich noch nie erlebt bei Real Madrid. Ja, aber was mir dabei aufgefallen ist, Miguel Serrano, ein Journalist, den ich vorher nicht so, im Auge hatte, hat sich als zuverlässige Quelle herausgestellt in den Informationen, die er in den letzten Monaten veröffentlicht hat. Ja, und heute Morgen hat er eine ganz interessante veröffentlicht, nämlich, dass Bastoni bereits Ja gesagt hätte zu Real Madrid. Hören wir da zusammen einmal rein. Mourinho hat es sehr eilig, besonders die beiden Innenverteidiger unter Vertrag zu nehmen. Den Top-Innenverteidiger, den Weltklasse-Verteidiger, den Innenverteidiger, der seine Abwehr anführen muss. Und den Innenverteidiger, der die Abwehr vervollständigt, sei es durch einen Aufstieg aus Reals Reserve, die Mourinho nun in den Playoffs zur zweiten Liga live sehen kann. Oder es ist ein Spieler, den Madrid unter Kontrolle und auf dem Schirm hat, aber bei anderen Teams wie Jacobo Ramón bei Como oder Mario Gila bei Lazio. Aber darüber hinaus ist es Mourinhos Priorität, Bastoni zu überzeugen, und das ist ihm bereits gelungen. José Mourinho hat bereits persönlich mit dem Inter-Verteidiger gesprochen, um ihn zu überzeugen und ihm zu erklären, was er von ihm bei Real Madrid erwartet. Und wie er möchte, dass der italienische Verteidiger noch bei Inter der Abwehrchef wird und derjenige ist, der sowohl Dean Huijsen als auch den neuen jungen Innenverteidiger anleitet. Es ist mir egal, ob Madrid am Ende Jon Martín von Real Sociedad verpflichtet oder ob Real Madrid diese Lücke mit einem Spieler aus der Reserve füllt. Aber Bastoni, Mourinho, will, dass er sein Abwehrchef wird. Ja, falls die wichtigste Passage unterging, hören wir nochmal rein. Aber darüber hinaus ist es Mourinhos Priorität, Bastoni zu überzeugen. Und das ist ihm bereits gelungen. Ja, er wollte Bastoni überzeugen und das hat er bereits getan. Also, laut Informationen von Serrano hat Bastoni zu José Mourinho Ja gesagt, zum Projekt Real Madrid Ja gesagt. Wie gesagt, er fällt perfekt ins Profil, ein erfahrener Innenverteidiger, gar nicht so alt, wie ich gedacht hätte. Ich habe mich das letzte Mal vertan. Ich dachte, der wäre schon über 30, weil er schon so lange im Geschäft ist. Der ist gerade einmal 27. Soll der neue Abwehrchef sein von José Mourinho, soll die anderen so ein bisschen an die Hand nehmen. Und ein großer Vorteil, Italien ist nicht bei der WM. Der wäre also bei der Vorbereitung schon dabei. Mourinho könnte mit 3 von 4 Spielern schon arbeiten. Trent Alexander-Arnold, Bastoni und einem Carreras.
Also das möchte ein José Mourinho händeringend. Aber ein Serrano hat auch klar gemacht, das bedeutet noch lange nicht, dass Bastoni zu 100% zu Real Madrid kommt. Denn jetzt müssen erst einmal die Verhandlungen anfangen. Jetzt muss erst einmal der neue Präsident von Real Madrid, ich sage einfach mal ein Florentino Perez, an Inter Mailand rantreten und mal schauen, was die Verhandlungen rausbringen. Wenn Inter Mailand sagt, unter 100 Millionen verkaufen wir den nicht, da kann Bastoni so oft wie er will Ja sagen zu Real Madrid. Das wird Real Madrid nicht bezahlen. Und wenn es dann eine Premier League Mannschaft oder wo auch immer eine Mannschaft gibt, die sagt, ja, wir bezahlen das, Paris oder was auch immer, ja, dann war es das. Trotz alledem, José Mourinho hat seinen Teil der Aufgabe erfüllt. Ein Bastoni ist überzeugt vom neuen Projekt von José Mourinho bei Real Madrid. Und ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, ob mich dieser Name so sehr überzeugt. Es ist allerdings auch sehr schwer in der Verteidigung zu überzeugen. Man muss aber sagen, der ist mit Inter Mailand Meister geworden. Der war, glaube ich, in 2 Champions League Finalen mit Inter Mailand. Der ist erfolgreich, ist in einem guten Alter. Ja, und wenn José Mourinho ihn auserwählt hat, der hat mehr Ahnung von Fußball als ich. Ja, bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wäre Bastoni auch eure Wahl? Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Was sagt ihr zu Enrique Riquelme? Was sagt ihr zur A-Jugend von Real Madrid? Bin ich wirklich gespannt. Ich lese mir die Kommentare gerne durch. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hypt dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt auf Follow. Das hilft dem Kanal ungemein weiter. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Dann starte ich hoffentlich etwas besser in den Tag. Also, bis morgen. A la Mari!